So, hallo zusammen. Ich habe mir da kurz 2, 3 Sachen aufgeschrieben, die ich mal kurz beantworten möchte, weil ich bekomme immer wieder Mails mit Fragen und erstens mal möchte ich mir nicht immer die ganzen Finger wund schreiben und zum Zweiten sind es eigentlich Fragen, die viele beschäftigen, deswegen gehe ich da mal ganz kurz drauf ein. Eigentlich die Standardfrage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist: Ja, welches Rad würdest du denn empfehlen, so als Universalrad? Gar keins. Das ist äußerst schwierig. Das kommt natürlich darauf an, was ihr damit machen wollt. Und wenn jemand nur seine eigenen oder die Messer von Bekannten schleifen möchte, die sehr gepflegt sind und alles, da würde ich sagen, ist ein 400er Rad eigentlich schon zu viel. Da würde ich dann eher Richtung 1000er Rad gehen, weil wenn ich eine gepflegte Schneide habe, dann brauche ich die nur mal eben nachziehen, da reichen 1000. Wenn ich aber zum Beispiel einen Winkel verändern möchte, von 20 Grad auf 15 Grad, weil ich denke, das liegt mir mehr, ist schärfer oder sonst was, dann reicht mir das 400er auch nicht mehr, weil da brauche ich mindestens einen 160er. Und ich habe gerade vorher ein Video gemacht, das lade ich heute auch noch hoch. Da habe ich mit dem 160er eine neue Schneide auf 20 Grad angelegt und die Messer wurden im ganzen Leben noch nie geschliffen. Da habe ich mich schwer getan und da habe ich mir meinen 80er herbeigewünscht, das ich leider momentan nicht habe. Ich bekomme morgen oder übermorgen 80er Räder, die sind aber alle schon wieder verkauft. Die sind vorbestellt gewesen und sind alle schon wieder verkauft. Aber die nächste Lieferung ist auch schon in der Produktion. Ich denke mal, die werden in 2, 3 Wochen hier sein. Also alle, die ein 80er Rad bestellen, werden 2, 3 Wochen warten müssen, weil die jetzt reinkommen, morgen oder übermorgen, die gehen auch schon direkt wieder raus. Also es gibt keine Universalempfehlung für ein Rad. Es kommt wirklich drauf an. Ich meine, ich sage auch nicht, machen wir ein Rennen auf dem Nürburgring, welches Auto empfiehlst du denn? Ja, du kannst das mit dem Golf GTI fahren, du kannst das aber auch mit dem Lamborghini fahren. Das ist ja jedem selbst überlassen, was er für Ansprüche hat. Ja. Also ich bin ganz klar ein Verfechter dessen, dass ich mehrere Räder hintereinander schleife und da kriege ich auch ein gutes Ergebnis. Und dabei geht es mir überhaupt nicht darum, dass ihr bei mir irgendwelche Räder, eins mehr oder eins weniger kauft. Das ist ganz wurscht, ihr sollt zufrieden sein. Aber es gibt keine Universalempfehlung. Dann war 160er oder 180 Grit. 160 oder 80 Grit, was nehme ich? Wenn ich Winkel umschleifen möchte, wenn ich tiefe Scharten im Messer habe, wenn ich Ausbrüche habe, dann ist das 80er genial. Man kann vom 80er auf das 400er gehen. Muss dann aber gewahr sein, dass man über das 400er nicht nur ein- oder zweimal drüber zieht, sondern eher 5 oder 6 Mal, bis die ganzen Scharten, nicht Scharten, Kratzer, Riefen, die das recht aggressive 80er produziert, bis die weg sind. Und dann aufs 1000er, also sprich 80, 400, 1000 geht natürlich auch. Lohnt sich das Rockhard Filzrad? Ganz klar, ja. Ich benutze das ausschließlich zum Entgraten. Ich schleife etwa 1,5 Grad mehr, als dass ich schleife. Also wenn ich 15 Grad einen Winkel dran schleife, benutze ich das Rockhard Filzrad mit etwa 16,5 Grad. Das Rockhard Filzrad ist bei mir beschichtet mit Diamantspray. Und zwar 1 Mikron Diamantspray. Und da komme ich gleich zur nächsten Frage. Das Diamantspray, lohnt sich das? Das ist so teuer. Also das, was ich verlinke beim Mototechniker, ja, da habt ihr recht, das ist schweineteuer. Es geht aber noch viel teurer, nur zur Info. Ich habe jetzt auch mal geschaut nach anderen Diamantsprays und das Problem ist ein ganz einfaches. Es gibt sogenannte polykristalline und monokristalline Diamanten. Polykristalline, und das sind diese Sprays, die billig sind, also sprich, ihr kriegt für 29,90 oder so, kriegt ihr bei, ich glaube, bei Schmiedeglut zum Beispiel oder bei Knives and Tools, solche Firmen, da bekommt ihr für 30 Euro oder so ein Diamantspray, das ist dann so 50 Milliliter, die reichen ja eigentlich auch fürs Erste.
aber das sind alles polykristalline Diamanten. Und polykristalline Diamanten haben die Eigenschaft, alle Diamanten, wenn ihr damit schleift, poliert oder sonst was macht, die brechen ja an den Kanten. Polykristallin bricht scharfkantig. Das heißt, das wird immer aggressiver sein wie ein monokristalliner. Monokristallin ist Naturdiamant, das ist also kein industriell gefertigter Diamant. Und wenn da die Kanten brechen, dann brechen die rundlich. Ich meine, die Kanten brechen, das klingt vielleicht jetzt brutal, das sehe ich unter dem Elektronenmikroskop, das sehe ich mit bloßem Auge natürlich gar nicht. Aber bei monokristallinen Diamanten habe ich dann letztendlich den Effekt, dass ich zwei Dinge auf einmal tue. Ich schleife und poliere gleichzeitig. Aus dem Grund kostet das auch mehr. Und es sind Naturdiamanten, keine industriegefertigten Diamanten. Deswegen das Spray bei Modotechnica kostet, glaube ich, um die 100 Euro. Hält natürlich auch 5 Jahre. Da gibt es noch einen Conditioner. Warte mal, habe ich das hier? Ja. Habe ich hier. Kann ich mal kurz zeigen. Da ist jetzt nichts mehr drauf. Das ist so ein Conditioner. Da muss ich einen Sprühknopf noch drauf machen. Mit dem kann ich das Rockhard Filzrad einsprühen und dann lockert der die Diamanten wieder auf. Wenn ich dann sowas nutze, plus das Diamantspray, dann hält mir so eine Dose 10 Jahre. Ich habe meinen Rockhard Filzrad momentan das zweite Mal beschichtigt seit einem halben Jahr, wo ich es habe. Und es hat überhaupt nicht nötig, neu beschichtet zu werden. So, jetzt switche ich noch ganz kurz um. Ach so, ja, die Filzräder werden in Zukunft auf Wunsch, da sie recht schwer rauf und runter gehen von der Welle, kriegen die auf Wunsch eine Hülse innen rein, sodass das auch leicht auf- und abzustecken ist. Also das war schon immer ein Wunsch von mir. Und die Firma setzt das jetzt um. Deswegen habe ich auch mein Rockhard Filzrad heute nicht, weil ich habe es zum Umarbeiten. Ich will eine Hülse drin haben, weil so oft wie ich das nutze, immer das schwere Auf- und Abstecken, das möchte ich nicht haben. Was ich auch noch mache, was ich noch bekomme, ist speziell für das Rockhard Filzrad eine verkürzte zweite Welle. Hier, das ist ja diese Motorwelle, wo ich ein zweites Wheel montieren kann, drüben beim Lederrad. Und da werde ich jetzt 10 Stück bekommen, einfach testhalber mal, ob das jemand interessiert. Die sind einfach hier 15 mm kürzer, sodass, wenn das Rockhard draufsteckt, ich die normale Schraube nehmen kann zum Befestigen. Und dann könnte ich im Prinzip das Filzrad hier aufschrauben und auch wieder losschrauben und die Welle drin lassen. Das heißt, ich bräuchte keine Hülse, egal wie ich es mache. Vermutlich wird es das Filzrad demnächst bei mir im Shop geben, sodass ihr alles von einer Seite, von einer Stelle einkaufen könnt. Ich werde mir 3–4 Euro draufschlagen, einfach als Handlinggebühr. Ja, und ich meine, ich kaufe die Dinger dann und lege sie mir hier hin. Und sorry, das mache ich ja nicht für Umme. Ja. Aber ich werde auch nicht reich dabei, ganz bestimmt nicht. Aber es ist so, dass ich weltweit versende, während dem Modotechnica eigentlich nur in der EU versendet. Ja. Und ich habe vom amerikanischen Markt jetzt auch schon ein paar Bestellungen vorliegen. Da musst du dann immer Zollerklärungen machen und alles Mögliche, zumal auch der Transport dahin momentan sehr teuer ist. Aber ich nehme das gerne auf mich, um den Leuten auch gescheite Ware zu liefern. Und da gehört das Filzrad natürlich auch dazu. Okay, jetzt noch ganz kurz ein Video. Wie bediene ich diese vertikale Frontbase? Ich habe da so ein billiges Küchenbeilchen gerade da liegen von einer Bekannten, die will das geschliffen haben. Und das kommt mir gerade gelegen, dass ich das kurz zeigen kann. Also, macht's gut. Ciao, ciao. So Leute, hier mal ganz kurz so ein Anwendungsvideo zu dieser vertikalen Frontbase. Ich habe jetzt hier mal dieses Billigküchenbeil eingespannt, einfach zu Demonstrationszwecken. Die Länge habe ich gemessen, von hier bis da sind 181 mm. Mit meiner Toolbar, die ich selbst fertige, die einseitige und auch die doppelseitige,
wäre es von dieser Richtung gegen die Richtung zu schleifen, ohne weiteres noch möglich, hier an dieses einen 20 Grad Winkel anzubringen, weil, ich kann mal noch mal ganz kurz hier auf mein Tool gehen. Ich habe das hier ausgerechnet. Die Höhe sind 181 mm praktisch, also die Länge des Werkstücks. Mein Scheibendurchmesser ist drin und ein 20 Grad Winkel. Also müsste ich 213,8 mm hoch, ja, um hier vorne die 20 Grad zu kriegen. Das schaffe ich mit meiner Toolbar. Mit der Original-Toolbar von Tormek geht das nicht. Da ist bei 180 mm Höhe ist einfach Schluss. So, was mache ich? Ich switche um auf diese vertikale Frontbase. Und das will ich jetzt hier einfach mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Halt, warte, andersrum wollte ich drehen. So. Ich komme mal da ein bisschen mit meinem Wägelchen ein bisschen näher. So. Mache ich wieder fest. Übrigens ein Eigenbau für Leute, die sitzen möchten. Warte, ich muss da mal kurz halt andersrum. Die so wie ich beim Schleifen sitzen möchten. Das Ding ist, wie hoch ist es? Warte, ich überlege gerade. Ich glaube 32 cm hoch. Ich muss die Kamera noch ein bisschen runterstellen. Na komm her, das ist der falsche Knopf, wo ich gerade dran drehe. So. So haben wir das richtig. Okay. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Diese Toolbar kann ich ja auch ausziehen. Jetzt lassen wir die mal im eingeschobenen Zustand. Und dann gehe ich her, habe hier Frontaufnahme, das ist die Toolbar, die vertikale Base, und habe hier eine 0 drin stehen. 0 heißt, wenn ich ganz drin bin, das ist 0. So, dann müsste ich diese Toolbar 147,3 mm einstellen. Ich mache das jetzt mal nicht, weil ich möchte das gleich mit dem Ausziehen zeigen. 147,3 mm hoch müsste ich, dann hätte ich hier vorne einfach einen 20 Grad Winkel anlegen. So. Und ich schleife dann mit der Schleifrichtung. So, ich möchte jetzt aber zeigen, wenn es noch längere Werkstücke gibt, dann habe ich ja die Möglichkeit, die Toolbar hier rauszuziehen, um einfach hier dann irgendwo meinen 20 Grad Winkel zu kriegen. Ich schleife ja mit der Richtung, das ist ja kein Problem. Und jetzt zu diesem Zweck, Moment, muss ich mal kurz nochmal rein. Jetzt sage ich, ihr müsst euch das mal angucken, die die Toolbar von mir haben. Wenn ihr die rauszieht, dann habt ihr hier an der glatten Stange eine Kerbe drin. Wenn ihr diese Kerbe genau auf den Eingang der Befestigung stellt, dann habt ihr 85 mm rausgezogen. So, und jetzt trage ich hier bei Ad hoc 85 mm ein. Halt, das war falsch. 85 mm. Und jetzt muss meine Toolbar 86,1 hoch sein. Und das habe ich hier, glaube ich, schon voreingestellt. Warte mal. 86,1, ja, genau. So. Und wenn ich jetzt hier mit dem Messer drauf gehe, dann habe ich hier vorne exakt einen 20 Grad Winkel. Ja. So, und jetzt könnte ich natürlich auch noch sagen, so, ich will aber gar nicht so weit raus, ich will hier oben drauf schleifen. Dann messe ich, Moment, dann messe ich die Distanz hier zwischen dem Alublock und dem Eingang. Sagen wir mal angenommen, ich will das Ding so weit rausziehen. Jetzt mache ich das fest. So. Und da bin ich hier bei 0, da wo der Eingang ist. Und ich bin jetzt bei
58 mm. So, das heißt, ich habe jetzt die Toolbar 58 mm rausgezogen. Ergo trage ich hier beim Ad-Hoc 58 ein. 58 mm. Dann sagt mir das Ding, 120,6 muss ich hoch. Das mache ich jetzt mal. Da nehme ich meinen Messschieber und gehe auf 120,6. 106, 113, 120,3. 120,59, damit kann ich. So, jetzt muss ich natürlich hier hoch. Durch die große Rändelschraube geht das alles auch relativ fix. Anders wie mit der Original Tormek, wo du dir einen Wolf drehst. So, jetzt gehe ich her, messe hier. Und jetzt steht er auf. Jetzt drehe ich ein kleines bisschen an. So, jetzt ist er frei. So. Finger drauf, da wo ich messe. Mach die fest. Und jetzt habe ich hier vorne 20 Grad anliegen. Fertig. Das ist der ganze Spaß. Okay, ich wünsche euch was. Ciao. Ich könnte natürlich noch ganz kurz zeigen, wie ich dieses kurz scharf mache. Und wie gesagt, bei solchen Billigteilen gehe ich über das 160er und über das 400er und dann übers Leder und das reicht. So, ich habe da jetzt einen schönen Grat dran. Und in dem Moment, wo ich einen Grat habe, weiß ich, ich kann das Rad runter machen. Ups, so rum. Ich kann das Rad runter machen und dann das 400er drauf machen. Und wie gesagt, auch hier brauche ich jetzt natürlich an der Höhe nichts zu verstellen. Ich schiebe einfach das Rad drauf. So. Oh. Wenn man wieder krumme Finger hat. Ja, das ist so. Rein damit. Rad ein bisschen ins Wasser. So. Und dann zweimal übers 400er müsste vollkommen ausreichen. Hier ein kleiner Tipp am Rande, weil das merke ich jetzt gerade. Bei mir ruckelt das Schieben oben ein bisschen. Also mache ich hier ein bisschen Ölspray drauf und fahre hier einmal drüber. Und dann flutscht das mit Sicherheit wieder. Ja, völlig easy. So. Also wie gesagt, überhaupt keine große Spezialbehandlung bei so Billigteilen, das lohnt sich gar nicht. Ich bin jetzt praktisch zweimal über das 400er noch drüber gegangen. Und wenn ich jetzt hier so mit dem Lappen abziehe, dann merke ich hier vorne natürlich, dass ich einen leichten Grat jetzt habe. Was ich jetzt mache ist, ich ziehe das einfach nochmal schnell und dirty drüber. Einfach um den Grat zu entfernen. So. Und dann gehe ich hier direkt aufs Leder. Das mache ich aber von Hand, da brauche ich keine Klammer mehr. Dazu mache ich die Toolbar raus. Die wäre mir jetzt im Weg. Und ich werde auch die Vertical Base wieder reinstecken. Einfach, dass sie anliegt am Gehäuse. Nicht drücken, weil sonst geht es nochmal hoch, sondern einfach ansetzen, so dass dran ist. Fertig. Festmachen. So. Und dann gehen wir hier noch kurz übers Leder. So, ich habe jetzt da praktisch einfach mit dem 160er Rad einen 20er Winkel angelegt und Moment, mal kurz probieren. Ja,
für normale Küchen ist das völlig ausreichend. Natürlich Vorführeffekt. Das schneidet, aber das ist natürlich nicht zu Ende gearbeitet. Ne? Aber wenn ich hier ranfasse, das ist also sehr scharf. Ja? Nur ist es natürlich nicht glatt poliert. Das ist schon klar. Da würde ich normalerweise mit meinem Rockhard-Filzrad drüber gehen. Aber wie gesagt, für so ein Messer, was soll das? Okay, wünsche euch einen schönen Tag, beziehungsweise, ja, schönen Abend.